Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute lassen wir mal das Intro komplett weg und kommen einfach mal direkt zum Punkt. Ich betreibe den YouTube-Kanal jetzt schon seit ein bisschen mehr wie 1,5 Jahre. Um genau zu sein, habe ich mein erstes Video ungefähr im Mai 2021 hochgeladen, ist schon ein bisschen älter. Und ja, ich rate wirklich jeden davon ab, sich das vielleicht anzuschauen, weil das könnte sonst ein bisschen peinlich für mich werden. Egal, kommen wir aber wieder zurück zum Thema. Seit dieser Zeit ist der Kanal auf über 4.600 Abonnenten angewachsen und ich möchte mich erstmal an dieser Stelle wirklich ganz herzlich für die ganze Unterstützung bedanken. Ich bedanke mich an dieser Stelle für jeden Abo, für jeden Like, für die ganzen Nachrichten, die ich zugeschickt kriege per E-Mail, per Facebook oder Instagram, für die ganzen Kommentare unter den Videos, für die Diskussionen, die auch darunter geführt werden, die ich mir immer sehr, sehr gerne durchlese, wo ich auch versuche, mal die ein oder andere Frage zu beantworten oder auch einfach nur so einen Kommentar abzugeben. Ich möchte wirklich an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank aussprechen, denn man muss auch ganz klar sagen, ohne euch, ohne die Community, wo drunter auch schon wirklich Zuschauer sind, die regelmäßig die Videos gucken und kommentieren, muss man aber auch ganz klar sagen, wenn ihr nicht da wärt, wäre auch mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit der Kanal nicht so angewachsen. Und ich möchte wirklich nochmal vielen, vielen, vielen Dank aussprechen für die ganze Unterstützung. Mir macht das wirklich sehr viel Spaß. Und ich habe mir auch jetzt auch in Zukunft vorgenommen, noch ein bisschen enger mit der Community zusammenzuarbeiten, vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Community einzugehen, indem ich einfach mal hin und wieder mal so extra Videos hochlade, wo ich wirklich mal Fragen beantworte oder einfach mal auf die Kommentare eingehe, weil ich sehe wirklich sehr, sehr viele interessante Kommentare. Und ja, manchmal muss ich auch sagen, fehlt mir die Zeit dazu, wirklich jeden Kommentar durchzulesen und auf jeden Kommentar einzugehen, weil wenn ich manchmal auf einen Kommentar eingehen würde, müsste ich manchmal so einen großen Text schreiben und ja, das passt dann einfach manchmal von der Zeit nicht. Und ich denke, das dann in Form eines Videos vielleicht manchmal hochzuladen, rauszubringen, ist, denke ich mal, wesentlich einfacher und so profitieren auch mehr Leute von der Frage und der Antwort, beziehungsweise auch von den Kommentaren. Genau. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal ein bisschen mehr auf die Community eingehen und einfach mal auf einige Kommentare eingehen, die unter den ein oder anderen Video gekommen sind. Und zwar habe ich hier interessante Kommentare gefunden unter dem Video, was ich rausgebracht habe. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, circa vor 3-4 Wochen. Unter dem Video 5 Dinge, die anders sind, auf den ersten Blick anders sind wie in Deutschland. Und da habe ich hier einen Kommentar von dem GW-Team Harmony. Er schreibt, die Menschen in Polen sind irgendwie entspannter als in der BRD, freundlicher und die Kinder grüßen. Das ist auch egal, wenn man die Sprache nicht ganz so gut kann. Gruß, Carsten. Ja, das kann ich also wirklich bestätigen. Es ist, oder ich sag mal so, wirklich in den Großstädten ist das schon sehr, sehr hektisch. Da sind die Menschen manchmal stressiger. Ich habe auf deinem Kanal gesehen, du warst ein bisschen in Masuren unterwegs. Da ist das vielleicht schon ein bisschen ländlicher und die Menschen sind da mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen entspannter, wie jetzt zum Beispiel bei mir hier in der Stadt, wo ich hier wohne. Ich wohne in Łódź. Das ist eine Großstadt, wo sehr viel Verkehr herrscht. Hier sind die Menschen schon ein bisschen hektischer. Aber wo du das auch ansprichst, von wegen, dass die Kinder grüßen, man muss sagen, also das ist auch so meine persönliche Meinung, dass hier die Kinder anders erzogen werden mit, ich sage jetzt mal ganz provokant vielleicht sogar, die haben ein bisschen mehr Respekt gegenüber den älteren Menschen. Ist zumindest so mein Eindruck, der mir so aufgefallen ist. Und auch von wegen, was du da angesprochen hast mit der Sprache. Ja, die Polen selber wissen, dass die polnische Sprache eine schwierige Sprache ist und wenn man die nicht ganz so beherrscht, aber man es zumindest versucht, das schätzen die Polen einfach sehr. Ne? Und ja, die freuen sich mit Sicherheit auch, wenn jemand versucht, deren Sprache einfach auch zu lernen oder zumindest versucht zu lernen und zu sprechen. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Danke für deinen Kommentar. Dann ist ja auch noch ein Kommentar von dem G. Mateuszek. Ich lese jetzt nicht den ganzen Kommentar vor, aber er hat ja einen sehr, sehr interessanten Abschnitt geschrieben. Mir ist zudem aufgefallen, dass an den Wochentagen nachts insgesamt sehr ruhig in den Innenstädten größerer Städte wie Łódź ist, also sogar in der Stadt, wo ich wohne. Man sieht kaum Leute auf der Straße und auch das Ausgehen, Nachtleben allgemein kommt mir entspannter vor. Ja, kann ich auch so bestätigen. Ich habe auch das Gefühl, dass es zumindest sicherer hier auf der Straße ist, zumindest abends. Also das ist auch so mein persönlicher Eindruck.
Wenn ich das so ein bisschen mit Deutschland vergleiche, wo ich in Deutschland gelebt habe, also muss ich dann schon sagen, dass es hier das Nachtleben auf jeden Fall meiner Meinung nach sicherer ist. Er hat auch noch in Klammern geschrieben, Sommerabende, Wochenende auf der Piotrkowska Straße. Ja, also kann ich wirklich jedem empfehlen. Sollte mal jemand im Sommer in der Nähe von Łódź sein oder vielleicht wirklich mal ein Wochenende in Łódź verbringen, kann ich wirklich jedem empfehlen, mal auf der Piotrkowska Straße zu gehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Straße, einer der längsten Einkaufsstraßen Europas. Ist wirklich auf jeden Fall sehenswert, kann ich wirklich jedem empfehlen. Wirklich klasse. Ja, vielen Dank auch für deinen Kommentar. Hier habe ich einen interessanten Kommentar vom Grimpfjäger. Er ist auch übrigens jemand, der öfters unter den Videos kommentiert. Und er schreibt, allein die wenigen Ausländer dort sind tatsächlich ein Teil, der zur höheren Lebensqualität in Polen beiträgt. Auch, dass die Polen noch ein wenig ihre Kultur bewahren, anders als die Deutschen. Und ich möchte hier ein bisschen mehr auf den Punkt Lebensqualität in Polen eingehen. Ich habe auch öfters auf verschiedene Social-Media-Plattformen gesehen, dass wirklich Leute nicht verstehen können, wie ein Deutscher bzw. jemand, der in Deutschland lebt, nach Polen auswandert, weil hier der Verdienst schlechter ist und das ja schon eigentlich der größte Teil von Lebensqualität und Lebensstandard ist. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, dass ja für jeden Lebensqualität und Lebensstandard einfach etwas anderes ist. Und ja, man muss auch schon zugeben, dass wenn man jetzt den Verdienst und Inflation und Preise in Deutschland mit denen in Polen vergleicht, dann muss man auch schon wirklich zugeben, dass Deutschland da schon wesentlich stabiler dasteht. Aber für mich zum Beispiel ist Lebensqualität und auch Lebensstandard einfach zum Beispiel, dass ich sicher auf der Straße gehen kann, ohne irgendwie beklaut zu werden oder ausgeraubt zu werden oder Angst um meine Familie haben muss, dass die auch abends mal rausgehen kann zum Einkaufen, ohne dass die irgendwie, weiß ich nicht, überfallen werden oder noch schlimmer vielleicht. Also wir malen uns jetzt hier nicht das schlimmste Szenario aus. Für den Grimpfjäger ist das einfach ein Teil von Lebensqualität, dass einfach weniger Ausländer da sind. Und ich kann das auch natürlich voll und ganz nachvollziehen. Und deswegen an dieser Stelle kann man auch sagen, Lebensqualität ist ja für jeden was anderes. Ich persönlich, ich fühle mich hier in Polen sehr frei und sehr, sehr sicher. Und das ist für mich eigentlich mit einer der wertvollsten Sachen im Leben. Weil was bringt mir ehrlich gesagt, jetzt nur als ganz, ganz grobes Beispiel, 100 Millionen auf dem Konto, wenn ich Angst haben muss, dass ich am nächsten Tag rausgehe und abgestochen werde. Dann bringen mir auch die 100 Millionen nichts. Ist aber auch nur so meine persönliche Meinung. Er hat dann auch noch weitergeschrieben, wo war das? Allerdings dieses selten dämliche Amerika-Hörigkeit, wir Polen und wahrscheinlich auch Deutschland und so weiter und so fort. Hier gehen wir ein bisschen mehr schon ins Politische, möchte ich jetzt hier nicht so ganz darauf eingehen, aber da kann ich den Grimpfjäger auch zugeben. Also politisch gesehen hängt schon Polen ein bisschen mehr so an der amerikanischen Seite dran. Also die sind schon ein bisschen, ich sage das jetzt mal ganz provokant, Amerika gesteuert. Aber vielen Dank für deinen Kommentar, sehr, sehr interessant. Das sind natürlich auch diese Kommentare, die mir sehr, sehr viel Spaß machen zu lesen. Ich habe hier auch noch etwas ganz, ganz Interessantes gesehen und zwar eine Frage. Moment, wo war die jetzt? Genau. Hier hat Girl Full of Sorrow hat geschrieben oder die Frage gestellt, kann man in Polen eigentlich auch einen Job ohne Abschluss finden? Also so als Quereinsteiger. Ich habe das auch schon kommentiert, aber vielleicht erwähne ich das jetzt auch nochmal. Ja, also wirklich gibt dir Polen die Möglichkeit, als Quereinsteiger ohne Abschluss einen Job zu finden. Natürlich kommt das auch ganz darauf an, welche Fähigkeiten du noch hast. Aber du jetzt zum Beispiel als Deutschsprachler wirst mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit gut einen Job kriegen. Vielleicht jetzt nicht in jeder Branche, weil wenn du auch jetzt schon in eine andere Branche gehen möchtest und vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr verdienen möchtest, wie der typische, weiß ich nicht, Deutschsprachler, dann brauchst du auch schon bestimmte Fähigkeiten. Vielleicht zum Beispiel in der IT, was hier sehr beliebt ist, oder schon irgendwie Vorerfahrungen in einer Führungsposition musst du da gehabt haben, um dann vielleicht schon irgendwie aufzusteigen. Aber wenn du einfach vorerst nur die deutsche Sprache hast, kriegst du eigentlich in den meisten größeren Städten, solltest du problemlos einen Job kriegen, weil da wirklich nur der Fokus dann auf die Sprache gelegt wird. Und ja, in der Regel wirst du auch schon besser bezahlt, wie sage ich jetzt mal, der Durchschnittslohn wieder hier in Polen ist. Also das kann ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Vielen Dank für deinen Kommentar beziehungsweise für deine Frage.
Ich würde jetzt hier noch gerne auf zwei Fragen eingehen, und zwar aus meinem Weihnachtsvideo, was ich kurz nach Weihnachten rausgebracht habe. In dem Video war so ein bisschen die private Seite von mir zu sehen. Und da war auch unter anderem zu sehen, wie ich so Weihnachtsschoko und Nikoläuse bei den Nachbarn vor die Tür gestellt habe. Und da hat damals die Hannah R. schon die Frage gestellt, ob sich die Nachbarn für die Schoko-Nikoläuse bedankt haben. Und ich kann Stand heute sagen, also jetzt ein bisschen mehr wie über einen Monat, nein, ich habe bis jetzt noch keine Rückmeldung von den Nachbarn gekriegt oder irgendeine Information oder sonst irgendetwas oder irgendwie, dass sie sich dafür bedankt haben für die Schoko-Nikoläuse. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die wissen, dass ich das war. Ist ja auch eigentlich gar nicht weiter schlimm. Das sollte eigentlich mehr so eine nette Geste sein. Ich wollte einfach hier so den Nachbarn so eine kleine Freude machen mit ein paar Schoko-Nikoläusen, ohne jetzt irgendwie eine Gegenleistung dafür zu bringen. Aber auf jeden Fall habe ich bis heute noch keine Rückmeldung oder Antwort diesbezüglich gekriegt. Dann habe ich jetzt hier noch eine sehr, sehr spannende, interessante Frage vom Basse TV. Und zwar fragt er, sind in den Städten in Deutschland mehr junge Menschen als in Polen, da die jungen Polen oft auswandern? Also an dieser Stelle muss man auch ganz klar sagen, ist diese Frage sehr, sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, man kann nicht so pauschal sagen, hier oder da sind mehr junge Menschen, da müsste man wirklich schon in irgendwelchen Statistiken schauen. Aber ich will mal mehr auf diesen Satz eingehen, da die jungen Polen oft auswandern. Man muss sagen, die Polen, die heutzutage auswandern, das sind junge Menschen, die wirklich einen 5, 6, 7 Jahresplan haben, teilweise ins Ausland gehen, um Geld zu verdienen oder zu studieren, um danach wiederzukommen, um sich danach zum Beispiel ohne Kredit oder nur mit einem klitzekleinen Kredit sich eine Wohnung hier zu kaufen, beziehungsweise ein kleines Häuschen zu kaufen, um dann auch vielleicht mit der erlernten Sprache dann einfach auch hier in Polen dann weiter zu leben und zu arbeiten, weil das, was wir auch gerade schon erwähnt haben, kann man hier mit Sprachen sehr, sehr viel erreichen. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das immer weniger wird, dass die Polen ins Ausland gehen für eine längere Zeit. Ich denke mal, sowas war vor 30 Jahren noch viel, viel beliebter, dass junge Polen ausgewandert sind. Man muss auch sagen, mittlerweile kommen auch sehr, sehr, sehr viele Polen aus dem Ausland wieder zurück nach Polen. Genau. So, das war's von mir. Ich hoffe, dieses Format hat euch gefallen und ich werde auf jeden Fall versuchen, öfters solche Videos rauszubringen. Vielleicht, wenn ihr auch möchtet, dass ich mal speziell auch irgendwie auf eine Frage oder auf einen Kommentar eingehen, könnt ihr den vielleicht irgendwie speziell markieren, weil manchmal zeigt mir YouTube nicht immer alle Kommentare an und ich weiß nicht, wenn ihr dann da irgendwie so Hashtag Schnufinski oder sowas dahinter macht, vielleicht ist das dann für mich auch auf den ersten Blick leichter dann auch sofort zu erkennen. An dieser Stelle danke ich dir, dass du dir auf jeden Fall mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!